Hi, mein Name ist Nadja und wir werden heute ein ordentlich veganisiertes Rezept nachkochen. Und zwar wird es etwas Fischiges geben. Relativ schwer zu veganisieren, wie ich finde. Ich habe wirklich schon viel veganisiert, aber Fisch ist nicht so meins. Heute werden wir mit Hilfe von Algen ein tolles Schlemmerfilet nachmachen. Weitaus schöner klingt Bordelaise, das werdet ihr auch kennen. Es ist französisch und klingt einfach besser. Schlemmerfilet ist so richtig deutsch. Aber wir machen heute die deutsche Variante und ich freue mich so oder so aufs Ergebnis. Von daher lasst uns einfach anfangen. Wir werden jetzt ganz einfach starten und zwar holen wir uns die Margarine aus dem Kühlschrank und werden sie auf Raumtemperatur temperieren. Das passiert ja fast von alleine. Derweil nehmen wir uns unseren Tofu. Das ist nämlich die Fischalternative. Macht sich ganz super, weil Tofu relativ geschmacksneutral ist und wir deswegen durch Zugabe von gewissen Gewürzen, in unserem Fall ist es die Dulse-Alge, einen schön fischigen Geschmack hinbekommen. Ich werde den hier jetzt halbieren und anschließend trocknen. Trocknen vielleicht auch ganz kurz erwähnt. Trocknet euren Tofu in dem Fall bitte unbedingt, weil er kann dann besser alle Gewürze aufnehmen. Lasst uns anfangen. Wir halbieren den Tofu, so dass er ungefähr 1 cm dick ist. Anschließend können wir ihn dann nämlich ganz super trocknen. Als nächsten Schritt werden wir unsere Brühe aufkochen. Jetzt kommt der tatsächlich wichtigste Schritt, denn unser neutral schmeckender Tofu wird jetzt Geschmack erlangen. Und zwar erreichen wir das durch die Zugabe von Dulse. Das ist eine Rotalge, die geschmacklich ein wenig von der Nori-Alge unterscheidet, was vielleicht auch ein Punkt ist, den wir kurz mal ansprechen sollten. Nori ist etwas intensiver im fischigen Geschmack und etwas süßlicher. Und die Dulse ist etwas nussiger. In erster Linie wählen wir hier bei dem Schlemmerfilet die Dulse-Alge, weil sie einfach nicht ganz so intensiv nach Fisch schmeckt. Ihr könnt das zu Hause natürlich gerne auch mal selbst ausprobieren. Tut keinen Abbruch, die mal auszutesten. Wenn ihr es fischig und intensiv mag, dann macht die sich vielleicht ganz gut. Genau, lasst uns das jetzt mal machen. Ich gebe noch etwas Salz hinzu. Und unsere Tofuscheiben. Nehmt bitte den Topf wirklich direkt von der Herdplatte und stellt ihn beiseite. Die bleiben jetzt hier 10 Minuten drin und werden sich ordentlich mit Geschmack aufsaugen. Während der Tofu 10 Minuten zieht, habe ich den Backofen auf 220 Grad vorgeheizt und wir werden uns an die Brotkruste machen. Und wir starten mit einer Scheibe Toast und werden den Rand entfernen. Keine Angst, no food waste. Ihr könnt, wenn ihr wollt, aus diesen guten Stücken hier entweder gebackene Pommes machen, indem ihr sie einfach ein bisschen einölt und würzt und dann in den Backofen tut, oder halt einfach ganz klassische Brotcroutons. Und am Ende werden wir das Innere, also den inneren Part, die Brotscheibe, in einen Cutter geben und werden sie klein hacken. Der einzige Grund, warum wir uns von der wirklich sehr leckeren Kruste trennen, ist, weil diese schon vorgeröstet ist und wir das Ganze ja nachher anbraten werden und verhindern möchten, dass die Kruste zu sehr bräunt oder vielleicht sogar verbrennt. Ich zerreiße sie vorher nochmal, damit sie besser in den Cutter passt. Ich bin mir ganz sicher, dass unser Tofu jetzt aus dem Brühbad kommen kann. Der wird nämlich genügend Geschmack haben. Genau das machen wir jetzt. Den füllen wir jetzt um oder den nehme ich jetzt gleich aus dem Topf raus und tue ihn in die Auflaufform. Und das Ganze wird noch mal ein bisschen mit Dulse-Alge bestäubt und dann werden wir uns an die restliche Krustenzubereitung machen.
Ihr könnt die Dulse-Alge auch ein bisschen mit den Fingern verteilen, müsst ihr jetzt nicht zwingend tun. Ich werde jetzt ein wenig Olivenöl in der Pfanne erhitzen, um da unsere Zwiebeln 3 Minuten anzudünsten. Wir werden jetzt unsere Knoblauchzehe hinzugeben, die werde ich pressen und anschließend dann unser Toast. Und das Ganze wird jetzt schön angeröstet. Wir haben das jetzt ungefähr 5 Minuten angebraten und werden es in eine Schüssel umfüllen. Wir haben jetzt am Ende hier ein paar Komponenten, die wir mit zur Kruste geben. Das wird echt lecker, weil wir haben frische Kräuter, wir haben ein bisschen Senf, wir haben Bohnenkraut, wir haben Hefeflocken. Wir geben auch nochmal Dulse hinzu und das Ganze werde ich mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Margarine wird untergehoben und am Ende kommt dieses ordentliche Topping hier auf unsere 2 wunderhübschen Tofu-Scheiben. Und jetzt werden wir ungefähr den Zitronenabrieb einer halben Zitrone mit reinreiben. Und das Ganze vermengen wir jetzt. So, diese Köstlichkeit kommt jetzt auf unseren Tofu. Ihr könnt sie so ein bisschen andrücken, damit sie schön in Form bleibt und uns nicht alles rechts und links runterfällt. Also ich würde den Ofenpart jetzt gerne auslassen, denn es sieht jetzt schon so verdammt lecker aus und es riecht so sehr nach frischen Kräutern. Das Ganze geht jetzt 15 Minuten in den Backofen. Ich bin so gespannt auf den Geschmack. Im Großen und Ganzen haben wir ein wirklich einfaches Rezept, es war super unkompliziert und ich kann jetzt kaum erwarten, dieses Stück Schlemmerfilet zu probieren. Ist perfekt. Ich schmecke nicht zu viel Fisch, aber trotz allem erinnert es an Fisch. Wobei ich hier ganz klar sagen muss, dass ich persönlich auch nicht finde, dass es wie Fisch schmecken muss, sondern dass es einfach gut schmecken muss. Und die Kombination aus diesen knusprigen Brotkrümeln und den frischen Kräutern
inklusive natürlich dieser leichten Erinnerung an Fisch, ist eine Wahnsinnskombination. Sehr, sehr gutes Rezept. Ich hoffe, ihr werdet dieses Rezept auf jeden Fall nachkochen, denn es schmeckt grandios lecker. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Rezept und wünsche euch einen wundervollen restlichen Tag.